Am Abend des 9. März 2012, einem Freitag, kam die 18-jährige Oksana Makar aus einem Vorort von Mykolajiw, aus dem Dorf Lutsch, ehemals Krasny Lutsch, eine ehemalige Militärstadt, in der zu Sowjetzeiten eine Militärradarstation stand, ins Zentrum von Mykolajiw, in die Kaffeebar Rybka in der Dzerzhinsky-Straße, um den Internationalen Frauentag zu feiern. Sie war schon öfter in diesem Café gewesen, auch in Begleitung ihrer Bekannten, und die Bardame erkannte sie. Nach Angaben des Barkeepers trank Oksana nur eine Dose Bier und eine Packung Saft. Gegen 22 Uhr betraten mehrere junge Männer das Café, die ebenfalls schon öfter dort gewesen waren. Sie setzten sich an einen Tisch neben Oksana und sie setzte sich zu ihnen. Sie spendierten ihr Alkohol, woraufhin sie so betrunken wurde, dass sie aus dem Café geführt werden musste. Oksana selbst und ihre Mutter gaben später an, dass ihr ein Schlafmittel untergemischt worden sei. Die Bardame berichtete außerdem, dass Oksana laut Aussagen von Einwohnern der Stadt eine Substanz in ihr Getränk gemischt worden sei, gegen die sie sich nicht wehren konnte. Da Oksana stark betrunken war, boten die Männer ihr an, sie zu begleiten und in der Wohnung ihres gemeinsamen Bekannten Maxim Prisjazhnjuk, einem hohen Beamten in Mykolajiw, zu übernachten. Bis Ende 2011 war er Direktor des kommunalen Unternehmens Teplo-Energoservice und hatte etwa ein Jahr lang erfolglos versucht, eine Beziehung mit Oksana aufzubauen. In der Wohnung fühlte sich die junge Frau sehr unwohl und schlief ein. Der Wohnungsbesitzer und zwei Gäste, Maxim Prisjazhnjuk, 24 Jahre, Artem Pogosyan, 22 Jahre, und Evgeny Krasnoschek, 23 Jahre, nutzten die Hilflosigkeit der jungen Frau aus. Doch die Frau kam wieder zu sich und wehrte sich verzweifelt und schrie. Die Nachbarn hörten die lauten Schreie, riefen aber nicht die Polizei. Als einer der Täter, Krasnoschek, begann, die Frau mit seinen Händen zu würgen. Am 14. März 2012 wurde auf YouTube ein Video der Vernehmung von Krasnoschek veröffentlicht, in dem er die Schuld auf sich nahm. Oksana wehrte sich verzweifelt. Sie schrie, schlug mit den Armen um sich, sie beruhigte sich nicht, und ich beschloss, sie zu erwürgen. Obwohl er überzeugt war, dass er die Frau getötet hatte, hatte Krasnoschek dennoch Geschlechtsverkehr mit ihr. Danach gingen er und Pogosyan, um den Ort zu suchen, an den sie die Leiche bringen wollten. Als sie zurückkamen, atmete die Frau noch, und Krasnoschek würgte sie erneut, diesmal mit einem Kabel. Dann wickelten sie die Frau in eine Decke und einen Kopfkissenbezug, und alle drei, Krasnoschek, Pogosyan und Prisjazhnjuk, trugen sie auf das Gelände einer verlassenen Poliklinikbaustelle. Beim Verlassen des Hauseingangs ließ Krasnoschek die Leiche auf den Boden fallen, aber die Frau gab keinen Laut von sich. Auf der Baustelle stiegen sie in den Keller hinab, warfen die Leiche in eine Müllgrube, zündeten den Müll um sie herum an und gingen weg. Krasnoschek kehrte jedoch zurück, um den Kopfkissenbezug zu holen. Oksana zeigte keine Lebenszeichen. Am 21. März wurde unter Berufung auf Informationen aus Polizeikreisen bekannt, dass der Angriff auf Oksana Makar im Voraus geplant und sorgfältig vorbereitet worden war. Insbesondere teilte eine Quelle aus der Polizei mit, dass Maxim Prisjazhnjuk erfolglos versucht hatte, eine Beziehung mit ihr aufzubauen. Es hatte ihn sehr getroffen, dass sie ihn, einen so reichen und einflussreichen Mann, sogar abgelehnt hatte, als er ihr Geld für eine Nacht mit ihm angeboten hatte. Das Motiv ist noch nicht ganz klar, aber es steht fest, dass er sich an ihr rächen wollte, und zwar auf grausamste Weise, indem er sie mit Gewalt überwältigte und anschließend tötete. In den sozialen Netzwerken fand Prisjazhnjuk Krasnoschek, mit dem er einen kriminellen Plan ausheckte. Am Tag der Tat verließ Prisjazhnjuk sein Haus nicht und sorgte dafür, dass ihn möglichst viele Menschen sahen, um sich ein Alibi zu verschaffen. Krasnoschek und Pogosyan brachten Oksana zu Prisjazhnyuks Wohnung. Am Morgen des 10. März 2012 wurde Oksana Makar von einem zufälligen Passanten entdeckt und in die regionale Verbrennungsstation des städtischen Krankenhauses Nummer 3 gebracht. Sie hatte Verbrennungen an etwa 55% ihres Körpers, wobei ein Großteil der Verbrennungen 3. und 4. Grades waren. Wie die Mutter der Verletzten, Tatjana Surowitskaja, am 12. März berichtete, Oksana liegt derzeit auf der Intensivstation. Die Ärzte gaben ihr zunächst eine Überlebenschance von 2%, jetzt sind es 50%. Die Ärzte sagten, dass sie in 30 Jahren Praxis so etwas noch nie gesehen hätten.
Normalerweise, sagten sie, sterben Menschen mit kleineren Verbrennungen innerhalb von 2 bis 3 Stunden. Oksanochka hat 55% Verbrennungen. Sie ist mein einziges Kind. Ich würde alles für sie geben. Meine Haut, meine Nieren, alles. Nur damit sie lebt. Am 12. März wurde Oksana die rechte Hand amputiert. Ein Kamerateam des russischen Fernsehsenders Pervy Kanal bot an, Oksana zur Behandlung in eine Moskauer Klinik zu fliegen. Der behandelnde Arzt Wladimir Moroz erklärte jedoch, dass der Zustand der Patientin einen Transport weder nach Moskau noch nach Kiew zulasse. Bis zum 14. März spendeten mehr als 150 Einwohner von Mykolajiw Blut für die Verletzte. Am 15. März befand sich Oksana Makar in einem künstlichen Koma und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Vom ersten Tag des Vorfalls an wurden die Ärzte in Mykolajewsk von Kollegen aus Kiew beraten, darunter auch der Dozent Wladimir Zygankov. Die Polizei stellte vor dem Zimmer der jungen Frau eine Wache auf. Der Leiter des Verbrennungszentrums in Donezk, Emil Fistal, der am 16. März in Mykolajiw ankam, beschloss, Oksana Makar zur Behandlung in das Verbrennungszentrum in Donezk zu verlegen. Am selben Tag wurde sie operiert und nach Donezk gebracht. Am 16. März wurde sie im Verbrennungszentrum in Donezk auf eine Hauttransplantation vorbereitet. Am 18. März wurde bei Oksana eine Lungenentzündung festgestellt, die durch Unterkühlung verursacht worden war. Sie hatte 10 Stunden auf der Straße gelegen. Am 19. März stellte sich nach einer weiteren chirurgischen Behandlung der Wunden heraus, dass Oksanas Zustand sehr ernst war. Am 22. März wurde Oksana Makar operiert, um ihr Bein zu retten. Haut wurde von der Hüfte auf das freiliegende Hüftgelenk transplantiert. Oksanas abgestorbenes Gewebe wurde entfernt und durch Gellverbände ersetzt, die menschliche Haut imitieren. Am Donnerstag, dem 29. März, kam es zu starken Lungenblutungen, die vor dem Hintergrund einer starken Auszehrung des Körpers, einem Hirnödem und einer Sepsis zum Herzstillstand führten. Die Wiederbelebungsmaßnahmen dauerten mehr als 40 Minuten, blieben jedoch erfolglos, und um 7:30 Uhr morgens stellten die Ärzte den Tod von Oksana Makar fest. Oksana wurde in einem weißen Brautkleid beigesetzt, wie es bei Beerdigungen junger Frauen in der Ukraine üblich ist, und am 31. März 2012 auf dem Friedhof des Dorfes Schewtschenko, in der Nähe des Denkmals für die Helden des großen Vaterländischen Krieges, in einem weißen Sarg beigesetzt. Während der Trauerfeier wandte sich eine Frau in einem schwarzen Kopftuch an Oksana: »Ksjuschenka, grüße meine Lenocha im Himmel. Sag ihr, dass ihre Mutter sie niemals vergessen wird. Meine Tochter Lena wurde genauso entstellt.« Unter Tränen erklärte sie: »Die Bestien, die Oksana angegriffen haben, wurden zwar gefasst, aber die Mörder meiner Tochter wurden nie gefunden.« An der Beerdigung nahmen etwa 500 Menschen teil, darunter viele Kinder und Jugendliche. Aus Nikolaew wurden Busse organisiert. Die Kosten für die Beerdigung übernahm die lokale Regierung. Anwesend waren der Bürgermeister von Nikolaew, Wladimir Tschaika, ein Vertreter der Region und der stellvertretende Gouverneur. Der Gouverneur war nicht anwesend, möglicherweise weil er zu Beginn ihrer Behandlung mit den Organisatoren der Kundgebungen zu ihrer Unterstützung in Konflikt geraten war. Die Beerdigung wurde von Personen organisiert, die auch die Kundgebung zu Ehren von Oksana organisiert hatten, darunter Juri Krylov, der Anführer der Gruppe Gesellschaft gegen Gesetzlosigkeit, die zur Unterstützung von Oksana Makar gegründet worden war. Auf Wunsch ihrer Mutter wurden der Presse in diesen Tagen jegliche Kommentare verweigert, obwohl die meisten zentralen Fernsehsender der Ukraine und Russlands mit Kamerateams zur Beerdigung erschienen waren. Der ukrainische Präsident Janukowitsch sandte ein offizielles Beileidsschreiben: »Ich spreche den Angehörigen und Freunden der jungen Frau, die durch ein brutales Verbrechen vorzeitig aus dem Leben gerissen wurde, mein aufrichtiges Beileid aus.« Oksana Makar wurde am 11. Juni 1993 in der Siedlung Lutsch im Bezirk Zhovtnewi in der Region Mykolajewskaja geboren. Oksanas Familie galt in der Siedlung nicht als wohlhabend. Oksanas Mutter, Tatjana Romanowna Surowitskaja, war einigen Angaben zufolge dreifach vorbestraft, unter anderem wegen Raubüberfalls. Oksanas leiblicher Vater, Sergei Igorewitsch Makar, von dem Tatjana sich nach der Geburt des Kindes trennte, weil er eifersüchtig war und Alkohol missbrauchte, war ebenfalls dreimal wegen Diebstahls und Handelns mit illegalen Substanzen vorbestraft. Nach der Trennung von Oksanas Vater lernte Tatjana einen Mann aus der Region Cherson kennen und zog mit ihrer Tochter zu ihm.
Nachdem Tatjana in Cherson wegen Raubüberfalls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war, wurde die kleine Oksana von ihren Großeltern mütterlicherseits, die weiterhin in der Siedlung Lutsch lebten, aufgenommen. Dort kam Oksana in die 1. Klasse. Nach Aussagen der Eltern von Oksanas ehemaligen Klassenkameraden durchsuchte sie die Schultaschen ihrer Mitschüler und stahl einmal die Geldbörse der Lehrerin aus ihrer Tasche. Die Dorfbewohner behaupten jedoch, dass Oksana ein gutes und freundliches Mädchen war. Allerdings kümmerte sich niemand ernsthaft um ihre Erziehung. Als das Mädchen in die 3. Klasse kam, beschloss ihr Großvater, Oksana in die Schirokolanowskaja Sonderschule, die ein Internat war, zu schicken, wo sie am 25. Mai 2003 aufgenommen wurde. Nach Angaben der Lehrer der Internatsschule wies das Mädchen eine leichte geistige Behinderung auf. Sie lernte nicht besonders gut, nahm aber an künstlerischen Aktivitäten teil. Während ihres Aufenthalts im Internat unternahm Oksana mehrere Fluchtversuche, wurde jedoch jedes Mal zurückgebracht. Die Erzieher weisen jedoch einerseits auf Oksanas Impulsivität und Konfliktbereitschaft hin, andererseits aber auch auf ihre Großzügigkeit. Sie teilte Süßigkeiten und Äpfel mit anderen. Nach ihrer Entlassung aus der Haft holte Oksanas Mutter, die erneut geheiratet und den Nachnamen ihres Mannes angenommen hatte, ihre Tochter zu sich. Nach Angaben der Großmutter der Verstorbenen ging Oksana nach der 6. Klasse weder zur Schule, noch arbeitete sie. In einigen Medien tauchten Informationen auf, dass Oksana ihren Lebensunterhalt mit Prostitution verdient habe. Dies wurde jedoch sowohl von Oksanas Mutter als auch von einer Reihe anderer Quellen kategorisch dementiert. Auch vor Gericht wurde bewiesen, dass Oksana niemals der Prostitution nachgegangen ist. Maxim Prisjazhnjuk wurde am 12. Mai 1988 geboren. Er wurde von der Familie Prisjazhnjuk adoptiert. Lyudmila Alexandrowna, geboren 1953, arbeitete als Verwaltungschefin in der Region Nikolaew, wurde entlassen und ging 2010 in Rente, und ihr Ehemann Wladimir Petrowitsch Prisjazhnjuk, geboren 1952, arbeitete als erster stellvertretender Vorsitzender des Bezirksrats und ging 2009 in Rente. Maxim Prisjazhnjuk war bei den Kommunalwahlen 2010 Mitglied der Bezirkswahlkommission der Stadt Mykolajiw für die Partei Einheitliches Zentrum. Bei den Kommunalwahlen 2010 war Prisjazhnjuk außerdem Vertrauter des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Mykolajiw, Vitali Arabski, dem Vorsitzenden der Partei Einheitliches Zentrum in Mykolajiw. Maxim Prisjazhnjuk studierte 2006 und 2011 Geschichte und Rechtswissenschaften an der Historischen Fakultät des Pädagogischen Instituts in Mykolajiw. Während seines Studiums kauften ihm seine Adoptiveltern eine Wohnung in Mykolajiw. Vor Gericht kam heraus, dass Prisjazhnjuk eine Beziehung zu einer Studentin seines Instituts hatte, sie jedoch verließ, als sie schwanger wurde. Zeugen sagten aus, dass er Oksana in seine Wohnung mitbrachte. Im Jahr 2011 wurde der 22-jährige Maxim in eine hohe Position als Direktor des kommunalen Unternehmens Teplo Elektroservice der Stadtverwaltung von Mykolajiw berufen und arbeitete dort bis Ende 2011. Das Unternehmen war der Hauptlieferant von Warmwasser für Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser in der Stadt Mykolajiw. Maxim Prisjazhnjuk plante und organisierte im Voraus die Vergewaltigung und Ermordung von Oksana Makar. Am 10. März 2012 hörte ein zufälliger Passant, Oleg Naida, sein Auto sprang morgens nicht an, deshalb beschloss er, zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Stöhnen auf einer verlassenen Baustelle einer Poliklinik im Zentrum von Nikolaew und rief um 8:20 Uhr die Polizei. Die Polizei traf buchstäblich 4 Minuten später ein, 2 junge Polizisten in einem Vaz 2107. Sie fanden Oksana in einer Grube mit verbranntem Müll. Innerhalb von 20 Minuten trafen 4 Polizeiautos ein. Der Krankenwagen fuhr jedoch 40 Minuten, obwohl das Krankenhaus buchstäblich neben dem Tatort liegt. Die Polizisten zogen Oksana aus der Grube. Sie konnte sich nicht selbst befreien. Sie stand auf, fiel aber sofort wieder vor Schmerzen in ihren verbrannten Füßen zu Boden. Sie konnte sprechen und nannte die Namen der Männer, die versucht hatten, sie zu töten. Berichten zufolge wurde sie völlig nackt ins Krankenhaus gebracht. Der behandelnde Arzt Alexander Chebotarew sagte, dass man lange auf Kohlen liegen müsse, damit die Verbrennungen so tief werden. Oksanas Mutter, Tatjana Surowitskaja, lebte und arbeitete in den letzten Jahren in Kiew. Dass Oksana im Sterben lag, erfuhr ihre Mutter am 10. März um 11 Uhr
von ihrer älteren Schwester, die als Ärztin im Dzerzhinsky-Militärkrankenhaus in Mykolajivka arbeitet. Am 11. März um 6 Uhr morgens war die Mutter bei Oksana im Krankenzimmer. Das Vorgehen der Polizei in den ersten Tagen der Ermittlungen und insbesondere die Tatsache, dass 2 Verdächtige gegen eine Ausreisesperre freigelassen wurden in den ukrainischen Medien heftig kritisiert. Medienberichten zufolge handelte es sich bei den gegen eine Ausreisesperre Freigelassenen um sogenannte Majore, Kinder hochrangiger Persönlichkeiten. Aus diesem Grund wurde vielfach die Meinung geäußert, dass sie sich ihrer Verantwortung entziehen könnten. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass einer der unter Auflagen freigelassenen Verdächtigen der Sohn des ehemaligen Leiters der Staatsverwaltung von Dolina sei und der zweite angeblich der Sohn eines ehemaligen hochrangigen Mitarbeiters der Staatsanwaltschaft. Die Informationen über den zweiten Verdächtigen wurden jedoch später von den Ermittlungsbehörden widerlegt. In den folgenden Tagen und Wochen berichteten die Medien ausführlich über die Behandlung von Oksana, verschiedene Versionen des Verbrechens, Kundgebungen und Proteste, sowie später auch über die Beerdigung des Opfers. Der Fall fand in der Ukraine und auch darüber hinaus große Resonanz. In Interviews äußerte die Mutter des Opfers, Tatjana Surowitskaja, die Vermutung, dass ihre Verbindungen zu den Medien dazu beigetragen hätten, den Fall publik zu machen. Es hat uns geholfen, dass mir nahestehende Personen beim Fernsehen arbeiten und die Ereignisse publik wurden, sodass sich Menschen zu Protestaktionen auf der Straße versammelten. Am 12. und 13. März wurden in vielen Internetforen die Adressen von Prisyasnyuk, Pogosjan und Krasnoschtschekow sowie die Internetadressen der V-Kontakte-Seiten von Prisyasnyuk und Pogosjan veröffentlicht. Am Morgen des 13. März löschte Prisyasnyuk seine V-Kontakte-Seite. Die Seite von Pogosjan zeigte, dass er sie am selben Tag besucht hatte. Am 14. März wurde im Internet eine Website zur Unterstützung von Oksana Makar eingerichtet. In den sozialen Netzwerken V-Kontakte und Facebook wurden zahlreiche Gruppen und Communities gegründet, über die Kundgebungen organisiert wurden. Am 13. März nahm Tatjana Surowitskaja eine kurze Videobotschaft auf, die noch am selben Tag auf YouTube veröffentlicht wurde. Die Mutter berichtete, dass ihre Tochter die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei jedoch keine Ermittlungen durchgeführt und keine medizinische Untersuchung vorgenommen hätten. Am 14. März wurde auf YouTube ein Video der Vernehmung von Krasnoschtschekow durch die Polizei veröffentlicht. 2 Tage später beauftragte der Innenminister die Untersuchung der Ursachen für die Veröffentlichung dieses Videos. Ebenfalls am 14. März wurde auf YouTube ein Bericht von Oleg Naida veröffentlicht, in dem er schilderte, unter welchen Umständen Oksana Makar gefunden worden war. Am Abend des 10. März nahm die Polizei die 3 von Oksana identifizierten Vergewaltiger fest, doch am Morgen des 11. März wurden 2 von ihnen, Prisyasnyuk und Pogosjan, gegen eine Ausreisebeschränkung auf freien Fuß gesetzt. Am 12. März gelangte die Information über dieses Verbrechen in die Internetforen von Mykolajiw, wo eine lebhafte Diskussion entbrannte. Es bildete sich eine Initiativgruppe, die die ganze Nacht vom 12. auf den 13. März Plakate schrieb und Puppen der Verbrecher aufstellte. Am Morgen des 13. März versammelten sich mehrere Dutzend Einwohner von Mykolajiw zu einer ersten Kundgebung vor dem Gebäude der zentralen Polizeibehörde. Danach zog die Demonstration zur Staatsanwaltschaft der Region Mykolajiw. Eine weitere Protestaktion fand auf dem Domplatz statt, nachdem die Puppen verbrannt worden waren und die Medien darüber berichtet hatten. Am 13. März nahm die Polizei Prisyasnyuk und Pogosjan erneut fest. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen. Am 15. März fand auf dem Zentralplatz von Mykolajiw die größte Kundgebung zur Unterstützung von Oksana Makar statt. Der Platz war mit Menschen gefüllt. Die Zahl der Anwesenden wurde von der Presse auf 2000 bis 9000 geschätzt. Am 15. März wurde bekannt, dass am 10. März die 18-jährige Alexandra Popova, die bewusstlos im Park aufgefunden worden war, in das Notkrankenhaus von Mykolajivka eingeliefert worden war. Nach Angaben des Chefarztes ist Alexandras Zustand nicht besser als der von Oksana Makar. Bei der Kundgebung am 15. März auf dem Leninplatz wurden Aufrufe laut, nicht nur Oksana, sondern auch Alexandra zu unterstützen. Am 15. März fanden auch in Kiew, Odessa und Charkiw Kundgebungen gegen die Gesetzlosigkeit und zur Unterstützung von Oksana statt. Am 16. März in Lemberg,
wo vor dem Gebäude der Bezirksstaatsanwaltschaft eine Aktion unter dem Motto »Vorsicht, Majore« zur Unterstützung von Oksana stattfand. Außerdem führten Aktivistinnen der Bewegung Femen am 15. März eine Topless-Aktion vor dem Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine durch und forderten die härteste Bestrafung für die Täter. Die Tragödie von Oksana Makar wurde von vielen Nachrichtenseiten weltweit und fast allen großen Medien erwähnt. Angesichts der öffentlichen Resonanz beauftragte der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch den Generalstaatsanwalt Viktor Pschonka mit einer vollständigen und unvoreingenommenen Untersuchung des Verbrechens. Am 13. März wurde gegen 2 Festgenommene ein Strafverfahren gemäß Artikel 152 Absatz 3 des Strafgesetzbuches eingeleitet. Gegen den dritten wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 115 Absatz 2.9 und Artikel 152 Absatz 3 eingeleitet. Am selben Tag gab die geschädigte Oksana Makar dem Ermittler eine Aussage und es wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Nach Angaben ihrer Mutter erinnerte sich Oksana an fast alles, was ihr an diesem Abend widerfahren war. So berichtete sie, dass man sie zu erwürgen begann, als sie den Männern drohte, die Polizei zu rufen. Der Tatort, die Wohnung von Maxim Prisjaschniuk, wurde erst eine Woche nach der Tat untersucht und erst dann fanden die Ermittler die ersten Sachbeweise, gebrauchte Kondome. Da die medizinische Untersuchung von Oksanas Abstrichen keine Spuren von Sekreten ergab, behauptet der Verdächtige Pogosyan, dass er keinen Geschlechtsverkehr mit Oksana hatte. Am 12. April teilte der Leiter der Hauptstaatsanwaltschaft des Innenministeriums der Ukraine, Wassili Warenik, mit, dass die Ermittlungen im Mordfall Oksana Makar abgeschlossen seien und gegen den Festgenommenen Anklage wegen 2 Straftaten erhoben worden sei, gemäß Teil 2 des Artikels 115 und Teil 4 des Artikels 152 des Strafgesetzbuches der Ukraine, vorsätzlicher Mord, begangen mit besonderer Grausamkeit, verbunden mit Misshandlung, nach vorheriger Absprache einer Gruppe von Personen. Bereits nach dem Tod von Oksana Makar gab es Medienberichte, dass die Staatsanwaltschaft in den 20 Tagen, in denen Oksana nach der Tat noch am Leben war, keine offizielle Identifizierung der von Oksana Makar verdächtigten Personen durchgeführt hatte, wie es Artikel 174 der Strafprozessordnung vorsieht. Am 13. Mai 2012 nahm die Polizei Oksanas Mutter Tatjana Surowitskaja unter Schutz, nachdem sie Drohungen gegen sich erhalten hatte. Am 12. Juni 2012 fand die erste Gerichtsverhandlung statt. In der Anklageschrift heißt es insbesondere, die 3 Angeklagten, die sich der Unumkehrbarkeit der Situation bewusst waren, als Oksana bereits Spuren von Strangulation und sichtbare Prellungen am Körper aufwies, begannen in der Absicht, die Spuren der Straftat zu verwischen, mit der Verfolgung des Ziels, sie zu töten, indem sie die Leiche verbrannten, um eine Identifizierung der Leiche zu verhindern. Jewgeni Krasnoschekow und Maxim Prisjasniuk haben ihre Schuld teilweise anerkannt. Artem Pogosyan hat sich geweigert, seine Schuld anzuerkennen. Anfang Oktober 2012 stellte der Staatsanwalt der Hauptstaatsanwaltschaft vor Gericht fest, dass die Anwälte der Mörder von Oksana Makar die Verhandlung absichtlich in die Länge ziehen. Am 11. Oktober wurde bekannt, dass das Gericht die Ermittlungen im Fall Oksana Makar abgeschlossen und die Schlussplädoyers für Ende Oktober angesetzt hatte. Am 27. November 2012 befand das Zentralgericht von Mykolajiw die Angeklagten in allen Anklagepunkten für schuldig und verurteilte sie wie folgt: Jewgeni Krasnoschekow zu lebenslanger Haft, Maxim Prisjaschniuk zu 15 Jahren Haft und Artem Pogosyan zu 14 Jahren Haft. Die Mutter von Oksana ist jedoch mit dem Urteil nicht einverstanden, da sie es für zu milde hält und der Meinung ist, dass 2 der Angeklagten ebenfalls zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt werden sollten, darunter auch Prisjaschniuk. Nach Angaben seines Anwalts sollten die Taten seines Mandanten neu eingestuft werden. Im Dezember 2012 legten sie Berufung gegen das Urteil beim Berufungsgericht der Region Mykolajiw ein. Die Verhandlung der Berufung wurde für den 30. Mai 2013 angesetzt. An diesem Tag wies das Berufungsgericht der Region Mykolajiw alle Berufungen zurück und ließ das Urteil unverändert. Die Anwälte beider Seiten kündigten an, das Urteil weiter anzufechten.
Am 9. August 2013 legte die Mutter von Oksana über ihren Anwalt beim obersten Fachgericht der Ukraine für Zivil- und Strafsachen Beschwerde gegen das Urteil des Berufungsgerichts der Region Mykolajiw ein und forderte, Prisyazhnjuk und Pogosjan zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Im Jahr 2014 bestätigte das Gericht jedoch das Urteil gegen Prisyazhnjuk und Pogosjan. Der stellvertretende Leiter der Ermittlungsbehörde des Innenministeriums in der Region Mykolajiw, Milizoberst Wadim Pawlenko, der die beiden Mordverdächtigen unmittelbar nach ihrer Festnahme unter Verstoß gegen die Vorschriften freigelassen hatte, wurde aus dem Dienst entlassen. Noch vor Ende des Gerichtsverfahrens wurde er jedoch wieder eingestellt. Der Menschenrechtsaktivist Jaroslav Dunajew erklärte, 2 Monate zuvor wurde lautstark verkündet, dass die Schuldigen entlassen worden seien. Und nun sehen Sie selbst, wie viel diese Versprechen wert sind. Die einzige Maßnahme war eine Degradierung. Laut dem Anwalt Nikolajewzew war die Entlassung eine Forderung der Öffentlichkeit. Der Name Oksana Makar wurde in der Folge zum Synonym für mehrere ähnliche Fälle. Es entstand sogar der Begriff Oksana-Makar-Syndrom für Fälle von Misshandlung und anschließender Verbrennung. Im Sommer 2013 wurde in der Region Mykolajiw ein Verbrechen begangen, das an die Tragödie von Oksana erinnerte. Dies löste Proteste in der ganzen Ukraine aus. Das Verbrechen in Wradijiwka, wo 2 Milizionäre eine junge Frau entführten, misshandelten und versuchten zu töten, während die lokalen Behörden sie deckten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.